Das bin ich. Aber wie zur Hölle bin ich hier gelandet und was hat's mit dem Schiff auf sich? Auf meiner Mission, ohne Flugzeug Südamerika zu erreichen, habe ich es bis zur letzten Karibikinsel geschafft. Nur noch 20 Kilometer trennen mich vom Festland, doch der Weg dorthin sollte verrückter werden als gedacht. Ich habe über 6 Monate gebraucht, um per Anhalter auf Segelbooten den Atlantik zu überqueren und bis nach Trinidad zu gelangen. Doch wegen politischer Spannungen in Venezuela und Gegenwind aus Osten ist hier Endstation. Ich brauche einen neuen Plan. Gemeinsam mit der Hitchhikerin Lea fange ich an, Kontakte in den Häfen und Werften zu knüpfen. We're trying to hitchhike a cargo ship or a fishing boat to South America. A boat to South America. Now we are stuck here and we want to continue. Wir erfahren, dass manche Fischerboote bis nach Venezuela fahren. Till Venezuela? Are there fishing boats? But they're not supposed to. Mitfahren eine etwas heiklere Angelegenheit. Like take your hand, drop your hand, throw you overboard. People don't go to Venezuela, they will chop your head off. Selbst wenn uns ein Fischer unversehrt nach Venezuela mitnimmt, wären wir gezwungenermaßen illegal im Land. Auf einmal lernen wir Movies kennen. Er stellt uns einen venezolanischen Fischer vor, der sich die nächsten Tage hoffentlich nochmal bei uns meldet, um uns auf einem seiner zahlreichen Boote mitzunehmen. Ja, der Typ besticht anscheinend einen Hafenmitarbeiter, um seine ganze Flotte dort unterbringen zu können. Da das Ganze eher eine Notlösung ist, suchen wir in der Zwischenzeit nach einer Alternative. Das ist jetzt ein riesiger Containerhafen und wir probieren es jetzt da mal. Wir glauben ehrlich gesagt nicht, dass es funktioniert, weil das schon sehr offiziell alles ist. Lea hat sich schon reingeschlichen. Also wie erwartet waren wir halt 2 Minuten drin und wurden direkt wieder rausgeschickt, weil es nur für autorisierte Leute ist. Deswegen probieren wir das jetzt mal mit dem CARICOM-Dock. CARICOM ist eine Vereinigung für den freien Handel zwischen Karibikstaaten. Um Güter auszutauschen, gibt es Frachtschiffe, die von Insel zu Insel fahren und am sogenannten CARICOM-Dock beladen werden. Da Surinam und Guyana Mitglieder von CARICOM sind, könnte es sein, dass Schiffe bis nach Südamerika fahren. Wir sind drinne. Sieht halt schon viel unoffizieller aus. Bei so einer Jolle halt mitfahren, ist halt übergut. You are the captain? Yeah. Nice to meet you. Where's the boat going? Grenada. The big ones don't wanna take us. Nah, the big ones there. They are too big. Too big. Und dann auf einmal haben wir Rash getroffen. Where you coming with the boat? You know, we came all the way from Europe to here. Now we are so close. And yeah, we only need the last boat. Wir haben tatsächlich ein Frachtschiff gefunden, das nach Guyana fährt. Am nächsten Tag wird uns der Captain sagen, ob wir mitfahren können. Okay, so we come back tomorrow. Okay, we'll see you. Ist das eine abgefuckte Mühle, Mann. What time you will leave this boat? As soon as possible. When are you leaving with this boat? Till Friday. And it's possible to come with you. Maybe possible. Don't know what the reason you're telling me. Okay. Right? I have to get my voice from. If it's possible, I will leave. If it's not possible, I will step there. Thank you so much. Das klingt schon gar nicht so schlecht. Also, der wird jetzt mit dem Agent sprechen, nochmal. Und daran wird es jetzt liegen. Also er wird uns mitnehmen. Jedes Schiff wird von einem lokalen Agent im jeweiligen Land verwaltet. Damit wir legal mitreisen können, müsste der Agent zustimmen, uns in die Crewliste einzutragen. Doch bis zu diesem Moment wussten wir noch nichts von der wohl entscheidendsten Person. Wir sind schon wieder am gleichen Dock. Und diesmal werden wir halt unsere Antwort kriegen wahrscheinlich. Boah, jetzt müssen wir halt so hoffen, ob die uns jetzt echt mitnehmen oder nicht. Wie krass wäre das? Agency, right? Yes. The time is too short. You going to Guyana with the passport? Yes. Yeah. With the passport? Yes. You stamp it out here. Yes. And then you stamp it in Guyana. That's the plan, yes. But yes, I think it's the most easiest for me are on the crew list. On the crew list. Yeah. That was what I was telling the agent. Yes. Right? But let me see from now to tomorrow, if anything changes, I will give you a call. Okay. I don't forget. Yeah. I remember you. Thank you. Alright, hey, thank you. I don't forget you, right? Yes. I always remember. I will remember. I'm happy to take you. That's I so will be nice. happy to take you, right? Thank you. It's a too cute. Er ist so nett, echt. Ihr habt es ja gehört, der Captain würde uns liebend gerne mitnehmen und versucht auch nochmal was zu machen. Aber wir haben in der Zwischenzeit was gemacht und zwar haben wir uns ein bisschen informiert, wie das mit selbst aus- und einklarieren ist. Und haben jetzt erstmal quasi die ganze Stadt abgesucht nach dem Immigration Office, bis wir am Ende beim Port of Entry gelandet sind. Und
die haben uns tatsächlich erstmal angeboten weiterzuhelfen, wenn wir den Bootsnamen rausfinden. Haben wir Bootsnamen rausgefunden, echt richtig fetten Einsatz haben wir gezeigt. Und am Ende hat sich tatsächlich bezahlt gemacht. Die haben jetzt einfach kurz den Agent angerufen und der Agent hat gesagt, er geht morgen früh mit uns dahin zur Immigration und tut uns ausklarieren. Und es wäre halt einfach das Yes. Und ehrlich gesagt, wir haben uns gerade wirklich richtig gefreut. Wir haben auch eine Nummer gekriegt von dem Agent so, also wir können den anrufen. Aber es wundert mich halt so, dass es jetzt so mega unkompliziert ist. Und boah, es ist so spannend jetzt. Guten Morgen. Wir sind jetzt übel früh vor der Immigration, dass wir den Jahr nicht verpassen. Und bis jetzt sind wir uns immer noch nicht so ganz sicher, ob das was wird, weil es wäre irgendwie schon zu schön. Aber er müsste demnächst kommen und dann können wir uns ausstempeln und dann wird es heute losgehen. Der Ride würde dann insgesamt 68 Stunden dauern. Nachdem wir 1,5 Stunden auf den Agent gewartet haben, erreicht uns eine Nachricht. Sowohl der Captain als auch der Agent haben uns zugestimmt, doch auf einmal erfahren wir, dass noch ein Besitzer im Spiel ist. The captain told you all it's no problem. But the owner is saying something else. If you want, you can go back to the captain to find out if the owner is okay with you all going on the vessel or not. Und zwar müssen wir jetzt irgendwie doch zum Captain, weil da noch ein Owner im Spiel ist. Und der findet es jetzt irgendwie doch nicht so toll, dass wir da auf das Boot gehen, wovon wir jetzt erst erfahren haben. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie noch mal mit dem Captain sprechen. Ich denke, das ist unsere einzige Wahl, also steht doch noch auf der Kippe jetzt. Yes. Say yes. Der Besitzer hat am Tag der Abfahrt doch noch zugesagt. Wir müssen nur noch schnell zum Immigration Office und hoffen, dass der Agent diesmal erscheint. Jetzt sind wir echt nah dran, aber Also noch nicht viel. nee, Achterbahnfahrt der Gefühle, echt. Aber ja, ich glaube dann doch, der Tag ist dann schon auch noch lang. Ja, glaube ich auch, vor allem wenn da echt nicht viel Platz ist. Nach 20 Paperwork-Sachen ist es finally wirklich offiziell. Also wir können jetzt auf das Boot und das ist halt so unreal, weil wirklich es war so eine Schwankung. We got it! Thank you so much that you let us in. I mean, Really good. here is the note and it's possible. Wie versprochen hat der Captain vor der Abfahrt auf uns gewartet. Wenn alles glatt läuft, sind wir in 68 Stunden endlich auf Festland und die Südamerika-Reise kann losgehen. Wir sind jetzt drin, unfassbar, und er macht uns extra ein Bett frei. So, es gibt nur noch ein freies Bett. Wenn er nicht schläft, dann dürfen wir in seinem Bett schlafen, also einer von uns. Also echt über korrekt, dass er uns trotzdem mitnimmt. Alter, das ist so krass, wir sind halt jetzt wirklich auf dem Boot. Ich hätte es niemals erwartet, echt. Hier ist exklusiv Französisch. Yes! We're going! Diana. Wir wurden in die Küche gesteckt. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Wahrscheinlich werden wir jetzt Köche. Aber es ist lustig. Wir werden gekocht. Er bringt uns bei, wie man kocht. Es ist fucking heiß hier drin. Okay, go. Maschinen. Ja! Alter! Schon noch wild. Und wir fahren jetzt gleich um die Ecke von Trinidad rum, die ist da hinten. Und dann geht es in den offenen Atlantik. Und dann werden uns ein paar fette Wellen erwarten. Ich bin eigentlich schon halbwegs seefest von der Atlantiküberfahrt mit dem Segelboot. First night. So schaut es im Klo aus. Es ist echt nicht so viel Platz, so wie der Captain gesagt hat. Und aber echt nett, weil der hat mir jetzt sein
Schlafplatz quasi überlassen und sobald er schlafen will, guckt er, dass er irgendwo anders einen für mich findet, in einer anderen Kajüte. Also werde ich wahrscheinlich ein paar Mal aufgeweckt die Nacht. Tag 2 auf dem Frachter. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also die Leute hier sind echt unfassbar nett, so dafür, dass sie so einen krassen Arbeitsalltag haben. Also der Captain hat mich jetzt wirklich die ganze Nacht in seinem Bett schlafen lassen. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier wirklich anpacken können, so wie ich es eigentlich gehofft habe. Sondern dass wir jetzt wirklich einfach Passagiere sind, die halt wie Könige behandelt werden, obwohl wir nichts zahlen dafür. Ich würde sagen, kann man auch enjoyen. Und die See ist jetzt schon ein bisschen rougher geworden. Can I try to steer the boat? How do you do it? This and this supposed to be matching. Okay. So it has to be 119. Yeah. Yeah, I steered a sailing boat before. The water is a little rough, so it's difficult to go down. Mal kurz ans Lenkrad fassen, so, aber er meinte dann doch, dass es ein bisschen zu rough ist. Aber übel krass, also es ist halt so entspannt, die Atmosphäre hier. Das ist schon nochmal ganz anders, glaube ich, als wenn man auf einem großen Containerschiff ist. Weil ich meine, da gibt es ja wirklich dann so genug Captain und so und hier wechseln die sich wirklich ab. Die haben keinen Autopilot, weil das halt ein uraltes Schiff ist. Und dementsprechend wahrscheinlich, wenn es nochmal entspannter wird, dürfte ich auch mal lenken, was so krass wäre. Alter, aber schaut euch das an. Ich bin auf einem Containerschiff. So geil. How much rent do you pay? Actually, it's completely free. Essence Styles. Erste 24 Stunden. Check. Und noch ist eigentlich ganz geil, oder? Hier ist so übel die Brühe und da hinten ist einfach blauster Ozean, aber so eine richtig klare, unsichtbare Wand. What the fuck? Wir haben übel den geilen Chillspot hier. Noch 2 Nächte, dann sind wir in Guyana. Und dann werden wir schauen, ob das mit der Immigration klappt oder ob wir wieder zurück abgeschoben werden nach Trinidad und ein neues Boot suchen müssen. Mir wurde schon geraten, tatsächlich von der Reling zu pissen. Was halt so beim Segeln eigentlich jeder Segler sagt, dass man es auf gar keinen Fall machen soll, aber die sehen das hier ein bisschen lockerer anscheinend. Jo, das Essen kommt gerade in sehr verdünnter Form wieder raus. Guten Morgen am Tag 3. Ich habe echt schon wieder Bombe geschlafen. Der Captain hat mich wieder komplett durchschlafen lassen. Also wirklich über der Ehrenmann. Und wenn es gut läuft, dann kommen wir heute Nacht an. Alter! A big wave hit me. See, I'm completely wet. You know, the day is hot, so I get cool from the feet. Die Neugier hat mich gepackt und deswegen werde ich jetzt mal schauen, was in dem passiert ist. Alter, hä? Okay. Du darfst raten, was da drin ist. Da ist wirklich nichts drin. Hä? Also das heißt, wir transportieren einfach 200 leere Fässer. Also ich glaube, das sind leere Containerschiff-Fisch. Das könnte theoretisch jeder von euch machen, aber halt echt nicht diese ganz großen. Das sieht halt aus wie so wirklich da unten mit Schlappen, wo man das so entfällt rein. Und das ist auch ein Ding, aber inzwischen chargen die alle ungefähr Geld dafür. Das heißt, das ist schon möglich, aber nicht kostenlos wie hier. Also irgendwie werde ich nicht sauberer auf die Hose. Ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass wir die ganze Zeit hier beim Schornstein chillen. 10 Minuten später. I never steered such a big boat. No, guys. Okay, so you want to go on the line and then Captain Jack. now you have to sink with the boat. Warum kannst du das so gut? Du bist halt echt übel gut. I see that line. Heute gibt es mal wieder Reis mit Dahl.
und dazu einen Muffin. Guten Appetit. Man muss sagen, langsam gewöhnt man sich ans Bootsleben. Also irgendwie, ich feiere es gerade richtig. Das Krasseste am Reisen ist echt immer, wie schnell man sich irgendwie an so eine Situation gewöhnt hat. Ich lebe jetzt hier auf dem Boot seit, keine Ahnung, nicht mal 48 Stunden und irgendwie fühlt sich schon wie so ein kleines Zuhause an. Richtig dankbar bis jetzt für die ganze Erfahrung und vor allem, weil das echt so ein Punkt war, wo ich in Trinidad war, wo ich mir dachte, fuck, wie komme ich jetzt nach Südamerika? Weil halt kein Segler mehr dahin fährt und davor bin ich halt immer mit Segelbooten gehitchhiked. Chef Ramsey. So kurz am frische Luft holen. Ich bin gerade am Kochen ein bisschen, weil wir wurden jetzt ein bisschen eingespannt, was eigentlich ganz geil ist. Aber jetzt kommt das Gleiche, was auf der Atlantic Crossing passiert ist. Und zwar, dass ich halt beim Kochen seekrank werde. Außerdem ist die Luft halt übel stickig. Kurz klarkommen und dann wieder rein. Land in Sicht! Guten Morgen! So, wir machen jetzt mal den Treckspatz-Test nach 68 Stunden, gleiches T-Shirt und nicht einmal geduscht auf dem Cargoschiff. Alter! Boah, das ist schon krass. Holy shit. Das ist halt überall. Cargoschiffe, soweit das Auge reicht. Wir sind nur noch einen Schritt vom Ziel, doch es sollte sich alles auf den Kopf stellen. Wir mussten dem Agent aus Guyana unsere Reisepässe geben, um sie abstempeln zu lassen, doch auf einmal erreicht uns ein Anruf. Um unsere Pässe wiederzubekommen, sollten wir jeweils 250 US-Dollar zahlen. Für mich ein ganzes Monatsbudget. Aber zum Glück versucht Captain Rash uns zu helfen. Nach ein paar Telefongesprächen haben wir den Agent endlich erreicht und auf einmal ging es auch für 25 pro Person. Damit sind wir jetzt offiziell in Südamerika und die Reise auf einem neuen Kontinent kann beginnen.